Die Welt war still, als ich am Fenster stand, die Tasse Kaffee in meinen Händen kalt geworden. Draußen flüsterten die Tannen, und der Wind trug ein Geheimnis, das ich nicht benennen konnte. Mein Leben, ein endloser Tanz aus Routine, fühlte sich schwer an, bis er kam. Elias, jung, ungestüm, ein Sturm in Menschengestalt. Seine Augen versprachen Freiheit, Gefahr, etwas, das ich längst verloren glaubte. Doch jedes Wort, jeder Blick zwischen uns war ein Schritt auf ein verbotenes Feld. Was würde ich riskieren, wenn ich ihm folgte? Und warum fühlte sich dieser Gedanke so berauschend an? Die Nacht im Wald sollte alles verändern und mich an den Rand eines Abgrunds bringen. Strich. Mein Name ist Lena, und ich bin 63 Jahre alt. In meinem kleinen Haus am Rande eines bayerischen Städtchens vergehen die Tage wie ein verblasstes Gemälde. Immer gleich, immer schwerer. Morgens um 7 trinke ich Kaffee, schwarz und bitter, wie meine Gedanken manchmal. Nachmittags pflege ich meinen Garten, wo die Rosen trotz meiner Mühe nur zögerlich blühen. Abends sitze ich in meinem alten Sessel, die Noten von Bachs Goldberg-Variationen füllen den Raum, und doch fühlt sich alles leer an. Matthias, mein Partner seit vielen Jahren, ist vor 3 Tagen geschäftlich verreist. Seine Abwesenheit ist nichts Neues, aber diesmal schleicht sich die Einsamkeit wie ein alter Bekannter in mein Herz. Ich stehe am Küchenfenster, die Tasse in meinen Händen längst kalt, und starre auf die Tannen, die sich im Wind wiegen. In meinem Spiegelbild sehe ich eine Frau, deren Jugend verblasst ist, aber deren Anmut noch nicht ganz erloschen ist. Meine Hände, die einst zart und geschickt waren, tragen jetzt die Spuren der Zeit. Und doch, wenn ich ehrlich bin, brennt tief in mir eine Sehnsucht, die ich kaum wage, mir einzugestehen. Eine Sehnsucht nach Leben, nach Feuer, nach etwas, das mich aus diesem ewigen Grau reißt. Ein lautes Motorengeräusch reißt mich aus meinen Gedanken. Ich zucke zusammen, stelle die Tasse ab und eile zum Fenster. Ein alter Pickup rast die Straße entlang, Staub wirbelt hinter ihm auf. Am Steuer erkenne ich Elias, den jungen Mann, den Matthias gebeten hat, ein Auge auf mich zu halten. Elias ist 25, voller Leben, mit einer Energie, die die Luft um ihn herum zum Knistern bringt. Er ist ein Freund von Matthias, ein Abenteurer, der die Stadt vor Jahren verlassen hat, um in den Wäldern und Bergen Bayerns seine Freiheit zu finden. Seine Anwesenheit hat mich immer schon beunruhigt. Nicht, weil ich ihm misstraue, sondern weil er etwas in mir weckt, das ich nicht kontrollieren kann. Lena. Seine Stimme ist laut, voller Elan, als er aus dem Wagen springt. Sein breites Lächeln ist wie ein Sonnenstrahl an diesem grauen Tag. Komm raus, ich hab eine Idee. Eine Idee? Ich öffne die Tür, meine Stimme klingt skeptisch, aber mein Herz schlägt schneller. Was für eine Idee, Elias. Du wirst sehen, sagt er mit einem verschmitzten Grinsen, das mich gleichzeitig neugierig und nervös macht. Zieh deine Schuhe an, wir machen einen Ausflug. Keine Widerrede. Ich zögere. Der Gedanke, mein sicheres, wenn auch langweiliges Leben für einen Moment zu verlassen, ist beängstigend. Doch Elias' Blick, durchdringend, herausfordernd, lässt keinen Raum für Zweifel. Du brauchst das, Lena, sagt er leise, fast wie ein Versprechen. Ein bisschen Freiheit. Vertrau mir. Ich greife nach meiner Jacke, meine Finger zittern leicht. Als ich in seinen Pickup steige, spüre ich seinen Blick auf mir, kurz, aber intensiv. Es ist, als würde er mehr sehen als die Frau, die ich nach außen bin. Und in diesem Moment, als der Motor aufheult und wir losfahren, weiß ich, etwas hat sich verändert. Etwas, das ich nicht mehr aufhalten kann. Strich. Die Straßen des Städtchens verschwinden hinter uns, der Asphalt wird zu Schotter, und die Tannen rücken näher. Elias sitzt schweigend am Steuer, seine Hände umklammern das Lenkrad, sein Blick ist auf die Straße gerichtet. Doch ab und zu, wenn er denkt, ich merke es nicht, wandern seine Augen zu mir. Diese Blicke sind wie Funken, die etwas in mir entzünden, etwas, das ich nicht benennen will. Wohin fahren wir? Frage ich, meine Stimme klingt dünner, als ich es beabsichtige. Wart's ab, antwortet er mit einem Lächeln,
das halb spielerisch, halb geheimnisvoll ist. Es wird dir gefallen. Die Landschaft verändert sich. Die Hügel werden steiler, die Wälder dichter. Mein Herz schlägt schneller, eine Mischung aus Neugier und Unbehagen. Was tue ich hier, in diesem alten Pickup, mit einem Mann, der jung genug ist, um mein Sohn zu sein? Doch die Antwort liegt in der Luft, in der Freiheit, die ich spüre, je weiter wir uns vom Städtchen entfernen. Nach einer Stunde hält Elias an. Wir stehen auf einem Bergkamm, unter uns erstreckt sich ein Tal, das im Abendlicht wie ein Gemälde glüht. Der Wind flüstert durch die Bäume, und für einen Moment vergesse ich alles. Die Einsamkeit, die Jahre, die Routine. Schön, oder? Fragt Elias, während er aus dem Wagen steigt und eine Campingausrüstung aus dem Kofferraum holt. Was hast du vor? Frage ich, als ich sehe, wie er ein Zelt auspackt. Wir bleiben hier, sagt er, als wäre es das Normalste der Welt. Nur für eine Nacht. Du, ich, die Sterne. Was sagst du? Mein Mund wird trocken. Eine Nacht im Wald? Mit ihm? Die Vernunft schreit, dass ich zurück nach Hause sollte, aber sein Blick hält mich fest. Ich weiß nicht, stammle ich. Lena, sagt er, und seine Stimme ist plötzlich ernst. Du bist 63, aber das heißt nicht, dass du aufhören musst zu leben. Lass es zu. Nur für heute. Seine Worte treffen mich wie ein Pfeil. Ich nicke, unfähig etwas zu sagen, und helfe ihm, das Zelt aufzubauen. Als die Sonne untergeht, sitzen wir am Lagerfeuer, die Flammen tanzen zwischen uns. Elias erzählt von seinem Leben, wie er die Enge der Stadt hinter sich ließ, wie die Wälder ihm Freiheit schenken. Seine Stimme ist tief, voller Leidenschaft, und ich merke, dass ich ihn nicht nur höre, sondern fühle. Seine Energie, seine Jugend, sie ziehen mich an, obwohl ich weiß, dass ich das nicht sollte. Und du, Lena? Fragt er plötzlich. Was macht dich glücklich? Ich starre ins Feuer, meine Finger krampfen sich um die Tasse Tee, die er mir gereicht hat. Ich weiß es nicht mehr, sage ich ehrlich. Früher war es anders. Ich war anders. Du bist immer noch du, sagt er leise, und als seine Hand meine berührt, um mir die Tasse abzunehmen, ist es, als würde ein Stromstoß durch mich gehen. Ich ziehe meine Hand zurück, mein Herz rast. Seine Augen, dunkel und durchdringend, halten meinen Blick fest. Und in diesem Moment weiß ich, wir stehen am Rand von etwas, das uns beide verändern könnte. Strich. Die Sterne leuchten über uns, ein funkelndes Meer, das die Dunkelheit durchbricht. Das Feuer knistert, und der Duft von Holz und Erde erfüllt die Luft. Elias sitzt mir gegenüber, sein Gesicht halb vom Licht der Flammen erhellt, halb im Schatten verborgen. Seine Geschichten sind verstummt, aber die Stille zwischen uns ist schwer, geladen mit etwas, das ich nicht greifen kann. Jedes Mal, wenn sein Blick meinen trifft, spüre ich, wie mein Atem schneller wird. Es ist, als würde er in mir etwas sehen, das ich selbst vergessen habe. Lass uns Holz sammeln, sagt er plötzlich und steht auf, seine Stimme bricht die Spannung. Das Feuer darf nicht ausgehen. Ich folge ihm in den Wald, meine Schritte zögerlich. Die Nacht ist kühl, die Blätter knirschen unter meinen Füßen, und das Zirpen der Grillen ist das einzige Geräusch. Elias geht voran, seine Silhouette kräftig und sicher. Ich fühle mich lebendig, aber auch verletzlich, als würde ich eine Grenze überschreiten, die ich nicht sehen kann. Hier, sagt er und bückt sich, um ein paar Äste aufzuheben. Ich tue es ihm gleich, doch in meiner Hast stolpere ich über eine Wurzel. Ein stechender Schmerz durchzuckt meinen Knöchel, und ich falle mit einem Schrei zu Boden. Mein Kleid reißt, der Stoff hängt in Fetzen, und Blut tropft von einer Schramme an meinem Bein. Scham und Schmerz überwältigen mich, meine Wangen brennen, als ich versuche, mich aufzurichten. Lena. Elias ist in Sekundenschnelle bei mir. Seine Stimme ist voller Sorge, als er sich neben mich kniet. Bist du verletzt? Lass mich sehen. Es geht schon, murmele ich, aber meine Stimme zittert. Der Schmerz ist stark, und die Demütigung, hier zu liegen,
völlig verwundbar und hilflos, ist noch schlimmer. Halt still, sagt er sanft, aber bestimmt. Bevor ich protestieren kann, hebt er mich mühelos in seine Arme. Seine Wärme umhüllt mich, und für einen Moment vergesse ich den Schmerz. Er trägt mich zurück zum Zelt, setzt mich vorsichtig auf eine Decke und kniet sich vor mich. »Wo tut es weh?« fragt er, seine Augen suchen meine. »Mein Knöchel«, sage ich leise, unfähig, seinem Blick standzuhalten. Er untersucht die Wunde, seine Finger sind vorsichtig, aber jede Berührung lässt mein Herz schneller schlagen. Er holt Verbandszeug aus seiner Tasche und beginnt, die Wunde zu reinigen. Seine Hände sind warm, seine Bewegungen präzise, und doch liegt in jeder Geste eine Zärtlichkeit, die mich aus dem Gleichgewicht bringt. »Es tut mir leid«, sage ich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Das Kleid, es ist zerrissen, und ich sehe schrecklich aus. Elias hält inne, seine Augen finden meine. »Lena«, sagt er, und seine Stimme ist so ernst, dass ich den Atem anhalte. »Du bist wunderschön. Genau so, wie du bist.« Seine Worte treffen mich wie ein Blitz. Ich will widersprechen, will mich hinter meiner Unsicherheit verstecken, aber sein Blick lässt keinen Zweifel. Er sieht mich, nicht die Jahre, nicht die Falten, sondern mich. Und in diesem Moment bricht etwas in mir entzwei. Ich greife nach seiner Hand, meine Finger zittern, als sie seine berühren. »Elias«, flüstere ich, »was empfindest du? Sag es mir.« Er atmet tief ein, seine Augen flackern, als würde er mit sich selbst kämpfen. Ich habe schon lange an dich gedacht«, gesteht er, seine Stimme rau. »Aber das hier, es ist gefährlich. Für uns beide.« Mein Herz schlägt so laut, dass ich sicher bin, er kann es hören. Die Welt um uns herum verschwindet, es gibt nur noch ihn, mich und diese Wahrheit, die wir beide nicht leugnen können. Ohne nachzudenken, beuge ich mich vor und küsse ihn. Es ist ein Moment der Schwäche, der Stärke, der Verzweiflung, alles zugleich. Seine Lippen sind warm, zögerlich zuerst, dann antworten sie mit einer Intensität, die mich überwältigt. Für einen Augenblick ist alles möglich, alles erlaubt. Doch dann durchschneidet ein fernes Geräusch die Nacht. Ein Polizeisirene, schwach, aber unverkennbar. Wir erstarren, unsere Blicke treffen sich. Mein Herz rast, diesmal aus Angst. »Sie sind weit weg«, flüstert Elias, seine Stimme fest, aber dringlich. »Sie werden uns nicht finden. Aber wir müssen vorsichtig sein.« Seine Worte hängen in der Luft, eine Erinnerung an die Realität, die wir für einen Moment vergessen haben. Doch selbst die Gefahr kann die Spannung zwischen uns nicht brechen. Ich nicke, unfähig zu sprechen, und in seinen Augen sehe ich dasselbe Feuer, das in mir brennt. Diese Nacht gehört uns. Aber was wird der Morgen bringen? Die Sonne bricht durch die Baumkronen, als ich am nächsten Morgen aufwache. Der Duft von frischem Kaffee zieht durch die Luft, und das Knistern eines neuen Feuers begrüßt mich. Elias kniet vor dem Feuer, eine Pfanne mit Eiern in der Hand, sein Gesicht entspannt, aber nachdenklich. Die Nacht fühlt sich an wie ein Traum, doch die Wärme in meiner Brust sagt mir, dass sie real war. »Guten Morgen«, sagt er, als ich aus dem Zelt trete. Sein Lächeln ist sanft, aber seine Augen meiden meinen Blick. Wir sprechen nicht über den Kuss, nicht über die Sirene, nicht über das, was zwischen uns passiert ist. Stattdessen essen wir schweigend. Die Stille ist nicht unangenehm, sondern voller unausgesprochener Gedanken. Als wir die Sachen zusammenpacken, spüre ich eine seltsame Mischung aus Frieden und Unruhe. Ich fühle mich lebendiger als je zuvor, aber gleichzeitig schleicht sich Schuld ein. Was habe ich getan? Was bedeutet das für Matthias, für mein Leben? Elias scheint meine Gedanken zu spüren. »Du denkst zu viel«, sagt er leise, als er das Zelt zusammenfaltet. Manchmal muss man einfach fühlen. Die Fahrt zurück ist still, aber seine Hand liegt nah an meiner auf dem Sitz, eine stumme Verbindung. Als wir vor meinem Haus ankommen, dreht er sich zu mir. »Lena«, sagt er, seine Stimme ruhig, aber eindringlich.
Wenn du jemals wieder die Sterne sehen willst, weißt du, wo du mich findest. Ich nicke, unfähig, etwas zu sagen. Er steigt aus, hilft mir mit meiner Tasche, und dann ist er weg, der Pickup verschwindet in einer Staubwolke. Ich stehe vor meinem Haus, die Schlüssel in der Hand, und fühle mich wie eine Fremde in meinem eigenen Leben. Später am Tag klingelt das Telefon. Es ist Matthias. Ich komme morgen zurück, sagt er, seine Stimme warm, aber distanziert. Alles in Ordnung bei dir? Ja, lüge ich, während mein Herz schneller schlägt. Alles gut. Doch als ich auflege, sehe ich mein Spiegelbild im Fenster. Die Frau, die mir entgegenblickt, ist nicht mehr dieselbe. Sie ist mutiger, lebendiger, aber auch zerrissener. Elias' Worte hallen in meinem Kopf nach. Weißt du, wo du mich findest? Und tief in mir weiß ich, dass diese Nacht nur der Anfang war. Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich. Die Tage nach meiner Rückkehr aus dem Wald sind wie ein Nebel, durch den ich mich tastend bewege. Matthias ist zurück, seine Stimme füllt das Haus, seine Gegenwart ist beruhigend und doch erdrückend. Er erzählt von seiner Reise, von Meetings und Verhandlungen, und ich lächle, nicke, während meine Gedanken woanders sind. In meinen Träumen sehe ich das Feuer, höre Elias' Stimme, spüre die Wärme seiner Hand. Jeder Augenblick mit Matthias fühlt sich an wie ein Verrat. Nicht nur an ihm, sondern an der Frau, die ich in jener Nacht war. Morgens stehe ich am Küchenfenster, die Tasse Kaffee in meinen Händen, und starre auf die Tannen. Sie flüstern noch immer, aber ihre Geheimnisse sind jetzt meine. Ich frage mich, wie es so weit kommen konnte. Ich bin 63, eine Frau, die ihr Leben in geordneten Bahnen geführt hat. Und doch hat ein einziger Moment, ein Kuss, ein Blick, alles in Frage gestellt. War es nur ein Ausrutscher, eine Schwäche? Oder war es der Anfang von etwas, das ich nicht mehr ignorieren kann? Eines Abends, als Matthias früh zu Bett geht, finde ich etwas in meiner Jackentasche. Ein kleiner Zettel, gefaltet, mit einer hastigen Schrift. Du weißt, wo du mich findest. Mein Herz schlägt schneller, als ich die Worte lese. Elias. Wie ist der Zettel hier gelandet? Hat er ihn heimlich eingesteckt, als er meine Tasche aus dem Pickup holte? Die Vorstellung, dass er an mich gedacht hat, dass er diesen Moment geplant hat, lässt mein Blut in den Adern rauschen. Ich halte den Zettel in meinen zitternden Händen und starre auf die Worte. Es ist eine Einladung, aber auch eine Herausforderung. Ich könnte ihn ignorieren, ihn zerreißen, so tun, als wäre nichts geschehen. Matthias ist hier, mein Leben ist hier, sicher, vertraut, wenn auch leer. Doch die Erinnerung an die Nacht im Wald, an die Freiheit, die ich gespürt habe, lässt mich nicht los. Elias hat etwas in mir geweckt, das ich nicht wieder einschläfern kann. In dieser Nacht kann ich nicht schlafen. Ich liege wach, während Matthias ruhige Atemzüge den Raum füllen. Meine Gedanken rasen. Was will ich wirklich? Sicherheit oder Risiko? Die Frau, die ich war, oder die ich sein könnte? Ich stelle mir Elias vor, wie er am Feuer sitzt, seine Augen dunkel und voller Versprechen. Und dann, in einem Moment der Klarheit, weiß ich, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Am nächsten Tag, als Matthias zur Arbeit fährt, nehme ich die Schlüssel meines alten Wagens. Meine Hände zittern, als ich den Motor starte. Ich sage mir, dass ich nur fahren will, nur die Luft spüren, aber tief in mir weiß ich, wohin mich dieser Weg führt. Die Straßen werden schmaler, die Tannen dichter, und bald bin ich wieder dort, auf dem Bergkamm, wo alles begann. Das Tal liegt still unter mir, die Sonne taucht es in goldenes Licht. Und dort, am Rand der Lichtung, sehe ich ihn. Elias steht neben einem kleinen Feuer, seine Silhouette kräftig gegen den Himmel. Er hat mich nicht gesehen, noch nicht, aber etwas in seiner Haltung. Die Art, wie er auf die Flammen blickt, sagt mir, dass er wartet. Auf mich. Mein Herz schlägt so laut, dass ich sicher bin, er könnte es hören, wenn er näher wäre. Ich halte den Zettel in meiner Hand, seine Worte brennen sich in meine Seele. Du weißt, wo du mich findest. Ich könnte aussteigen, zu ihm gehen, alles riskieren. Ich könnte die Frau sein, die sich traut,
die lebt, die liebt, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Aber ich denke an Matthias, an die Jahre, die wir geteilt haben, an das Leben, das ich kenne. Die Angst ist wie ein Anker, der mich zurückhält. Was, wenn ich alles verliere? Was, wenn diese Nacht nur ein Traum war, der in der Realität zerbricht? Ich sitze im Auto, die Hände um das Lenkrad geklammert, und starre auf Elias. Er dreht sich um, als würde er meine Anwesenheit spüren, aber ich bin zu weit entfernt, als dass er mich sehen könnte. Sein Gesicht ist halb im Schatten, doch ich weiß, dass seine Augen dieselben sind, die mich in jener Nacht gefangen gehalten haben. Für einen Moment ist alles möglich, ein Leben, das ich nie gewagt habe, mir vorzustellen. Doch dann starte ich den Motor, wende den Wagen und fahre zurück. Die Straße verschwimmt vor meinen Augen, Tränen brennen in meinen Lidern. Ich weiß nicht, ob es Erleichterung oder Trauer ist, die mich überwältigt. Als ich nach Hause komme, liegt das Haus still da, als hätte es auf mich gewartet. Ich falte Elias Zettel zusammen und schiebe ihn tief in eine Schublade, wo Matthias ihn niemals finden wird. Doch als ich in den Spiegel blicke, sehe ich sie, die Frau, die ich fast geworden wäre. Und in meinem Herzen flüstert eine Stimme, vielleicht eines Tages. Die Tage vergehen, und das Leben scheint wieder in seine alten Bahnen zu gleiten. Matthias sitzt mir gegenüber beim Frühstück, seine Zeitung raschelt, während er von der Arbeit erzählt. Ich lächle, nicke, doch in meinem Inneren ist etwas, das sich nicht mehr beruhigen lässt. Der Zettel, den ich in der Schublade versteckt habe, ist wie ein stummer Ruf, ein Geheimnis, das nur mir gehört. Jede Nacht, wenn ich die Augen schließe, sehe ich Elias' Silhouette vor dem Feuer, höre seine Stimme, die mir Freiheit versprach. Und ich frage mich, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ich stehe wieder am Fenster, die Tasse Kaffee in meinen Händen, und blicke hinaus in die Welt, die so still und doch so voller Möglichkeiten ist. Die Frau, die ich war, und die, die ich sein könnte, kämpfen in mir. Habe ich die Tür zu einem neuen Leben geschlossen, oder habe ich sie nur angelehnt? Die Antwort liegt irgendwo da draußen, in den Wäldern, unter den Sternen, wo Elias wartet. Oder vielleicht auch nicht. Und hier, meine Lieben, wende ich mich an euch. Was hättet ihr getan? Wärt ihr aus dem Auto gestiegen, hättet ihr Elias' Hand ergriffen und alles riskiert für einen Moment der Leidenschaft, der Freiheit? Oder hättet ihr wie ich den sicheren Weg gewählt, zurück zu Matthias, zu einem Leben, das vertraut, aber vielleicht leer ist? Schreibt es mir in die Kommentare, ich brenne darauf, eure Gedanken zu hören. War meine Entscheidung feige oder weise? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Diese Geschichte hat mein Herz berührt, und ich hoffe, sie hat auch euch erreicht. Wenn ihr mehr solcher Geschichten hören wollt, die von Sehnsucht, Mut und verbotenen Gefühlen erzählen, dann abonniert meinen Kanal und schaltet die Glocke ein. Es gibt so viel mehr, das ich mit euch teilen möchte. Geschichten, die euch nicht loslassen, die euch träumen lassen. Lasst uns gemeinsam in diese Welt eintauchen. Danke, dass ihr hier seid, und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt lebendig.